Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen einige Fragen zu UV beantworten, nämlich was ist UV, warum noch eine KNX-Visualisierung, was kann UV, wofür eignet sich UV, welche Anpassungen kann der Nutzer vornehmen und am Ende ein Fazit und ihre Vorteile mit UV. Was ist UV nun? UV ist ein Softwarepaket, das sowohl eine Serverfunktionalität als auch einen Soft-IP-Router innehat. Außerdem enthält es eine KNX-Visualisierung inklusive Smartphone-App und einen Busmonitor zur Überwachung des KNX-Traffic. Warum nun noch eine Visualisierung? Sie wissen vielleicht, dass auf unseren Panels auch alle Windows-kompatiblen Visualisierungen funktionieren. Warum machen wir uns jetzt die Mühe und erstellen selber noch eine Visualisierung? Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar ist es so, dass man in der ETS ja sehr viel Zeit braucht, um alle Aktoren zu parametrisieren, alle Funktionen quasi abzubilden. Und danach hat man dann den gleichen Aufwand nochmal, wenn man die Visualisierung erstellt. Das heißt, man muss alle Funktionen nochmal den Steuerelementen separat zuordnen. Und wenn man ein großes Projekt hat, kann das schon eine Weile dauern. Wir dachten uns nun, doppelter Aufwand muss nicht sein. Man kann vieles, was in der ETS schon vorkonfiguriert ist, genauso übernehmen für die Visualisierung und sie dann im Prinzip sich selbst erstellen lassen. Wie sieht das dann aus? Das sehen wir hier. Das heißt, wir exportieren unser ETS-Projekt als KNX-Projektdatei aus der ETS. Und dann wird aus diesem Projekt ausgelesen, welche Geräte hinterlegt sind, welche Gebäudestruktur hinterlegt ist, welche Icons zu den entsprechenden Gerätetypen kommen, aber auch zum Beispiel Gruppenfunktionen werden automatisch schon erstellt, wenn in einem Raum mehr als ein Gerät des gleichen Typs ist. In der Visualisierung sieht das dann nach dem Import genauso aus. Das heißt, für jedes Gerät ist dann schon ein Widget erstellt und dann können Sie im Edit-Mode bereits diese Widgets einfach nur noch dahin schieben, wo Sie möchten. Sie können sie ein- und ausklappen oder auch dem Dashboard hinzufügen. Dazu zeige ich Ihnen aber später dann mehr zu den Individualisierungsmöglichkeiten. Nun, was kann UV nun? UV kann folgende Geräte steuern, und zwar Licht, Steckdosen und Schalter, Rollläden, Jalousien, Heizung und Klima. Außerdem sind eine Reihe von Sensoren möglich, zum Beispiel für Wetter, Helligkeit, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur. Dafür gibt es auch ein Widget für eine Wetterstation. Verschiedenste Energiegrößen sind abbildbar in der Visualisierung und außerdem können verschiedenste weitere, wie beispielsweise Binär- oder Prozentsensoren angezeigt werden. Diese Sensorwerte können Sie in der Visualisierung dann auch am jeweiligen Widget anzeigen lassen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben dann Minimum, Maximum und einen Durchschnitt. Und so können Sie dann auch die Sensorwerte über den Monat oder über die Woche im Blick behalten. Weiterhin haben Sie in der Visualisierung nicht nur die Möglichkeiten, die Gerätetypen darzustellen, sondern auch selber Szenen zu erstellen oder verschiedene Gruppenfunktionen, aber auch eigene Icons einzubinden. Dazu zeige ich Ihnen dann aber später auch nochmal, wie das konkret in der Visualisierung aussieht. Außerdem haben Sie ein individuell zusammenstellbares Dashboard. Da haben Sie alle Geräte auf einen Blick, die Sie zur täglichen Steuerung nutzen und außerdem 3 verschiedene Layouts und die Möglichkeit, auch Räume als Gruppen-Widgets anzupinnen auf dem Dashboard und auch mehrere Dashboard-Seiten zu erstellen. Das werden Sie dann aber auch am Ende des Videos in der Visualisierung live einmal sehen. Sie haben außerdem die Visualisierung in 2 verschiedenen Themes zur Verfügung. Und zwar gibt es die einmal im Dunkel- und einmal im hellen Layout und dann außerdem eben auch als App und dort ebenfalls in Dunkel und Hell. Sie können außerdem Webseiten mit anpinnen. Das heißt, hier sehen Sie beispielsweise den Outlook-Kalender eingebunden in die Visualisierung, um immer up-to-date zu sein. Außerdem können Sie verschiedene Sensoren einbinden, wie Sie hier sehen, beispielsweise hier eine Poolsteuerung, die über IP abrufbar ist. Und natürlich können Sie aber auch verschiedenste News-Seiten so in die Visualisierung integrieren. UV kann erweitert werden durch verschiedene Module, beispielsweise das Logikmodul. Mit dem Connect-Modul kann eine Sprachsteuerung integriert werden. Das Kameramodul integriert IP-Kameras und mit der NetAtmo Bridge können NetAtmo-Geräte mit eingebunden werden.
Das ist das Connect-Modul. Mit dem Connect-Modul können Sie die Alexa-Sprachsteuerung nutzen, um Ihre KNX-Geräte zu steuern. Sie können aber auch mit dem Modul Ihr Haus aus der Ferne steuern, per App. Mit dem Kameramodul binden Sie verschiedene Kameras in die Visualisierung ein, über ein Kamera-Widget, wie Sie es hier in groß sehen. Und damit können RTSP-Streams, MJPEG oder JPEG-Streams eingebunden werden. Weiterhin gibt es das Logik-Modul mit dem Logik-Editor, den Sie hier auch schon sehen. Damit sind verschiedenste Funktionen möglich. Mit dem Logik-Editor werden immer Routinen erstellt, die aus 3 Komponenten bestehen, nämlich Auslöser, Aktionen und Bedingungen. Und da sind verschiedenste Dinge möglich, beispielsweise Astrozeiten, Timer, Intervallsteuerung über Geräte, HTTP, einen bestimmten Benutzermodus oder KNX-Telegramm, kann dann quasi eine Aktion ausgelöst werden. Beispielsweise ein CO2-Sensor hat einen bestimmten Wert, dann wird eine Aktion ausgelöst. Das kann wiederum ein Gerätewert sein, dass beispielsweise ein Fenster geöffnet wird oder die Lüftung angeschaltet wird. Eine andere Aktion kann eingebunden werden, HTTP-Befehle, ein Benutzermodus kann gewechselt werden oder verschiedenste Benachrichtigungen per E-Mail oder als Pop-up in die Visualisierung oder als Push-Benachrichtigung auf das Handy sind möglich. Oder auch, dass die Visualisierung umschaltet zwischen dem hellen oder dunklen Design oder auch, dass ein KNX-Telegramm verschickt wird. Und dann gibt es noch verschiedenste Bedingungen, wie beispielsweise ein bestimmter Gerätewert, der vorliegen muss, damit eine Aktion ausgeführt wird, oder ein bestimmter Zeitraum, den Sie festlegen, in dem die Aktion ausgeführt werden soll. Mit der NetAtmo Bridge können verschiedenste NetAtmo-Geräte eingebunden werden, wie beispielsweise Thermostate, die Innenstation von NetAtmo, aber auch die Außenwetterstation und wie Sie sehen, über die verschiedenen Widgets dann ganz nahtlos in die Visualisierung integriert werden. Wofür eignet sich Juvi nun? Sie haben ja den Funktionsumfang gerade gesehen. Das ist auf ein Einfamilienhaus spezialisiert und angepasst. Es geht darum, die Funktion möglichst einfach darzustellen und dem Benutzer sowie dem, der die Visualisierung erstellt, möglichst wenig Stolpersteine in den Weg zu legen. Entsprechend ist es für komplexere Projekte mit sehr spezifischen Funktionen angeraten, eher auf größere Visualisierungssoftware zurückzugreifen, beispielsweise Iceberg SCADA oder der Quad-Client können sehr, sehr spezifische Funktionen auch darstellen. Hier ist Juvi eher darauf ausgelegt, in einem Umfang von einem Einfamilienhaus genutzt zu werden. Wir entwickeln uns aber auch ständig weiter, das heißt im Userforum oder über den Newsletter können Sie auch immer erfahren, was es demnächst Neues gibt. Welche Anpassungen kann nun der Nutzer vornehmen? Dafür gehe ich einmal in die Visualisierung. Wir sind jetzt hier in der Visualisierung wieder in der Raumübersicht und der Nutzer kann, wenn er in den Edit Mode geht, verschiedenste Dinge hier anpassen. Und zwar sehen wir dann hier an der Kachel ist immer dieses Symbol. Das bedeutet, dass man es dem Dashboard hinzufügen kann. Und Sie sehen jetzt hier ist die Kachel dann dem Dashboard hinzugefügt worden. Wenn ich wieder drauf drücke, ist die Kachel vom Dashboard verschwunden. Das heißt, der Nutzer kann dann in den verschiedenen Räumen die Dinge an das Dashboard pinnen, die ihm am wichtigsten erscheinen. Er kann die Kacheln hier einmal in dem großen Format anzeigen lassen oder in dem kleineren Format. Das gilt für alle Widgets, die gibt es alle in 2 Größen und kann sie so dann dem Dashboard hinzufügen. Hier sehen Sie auch nochmal die anderen Kacheln, beispielsweise einen RGB-Dimmer kann man so dann genauso dem Dashboard hinzufügen. Sie haben hier dann die entsprechenden Gruppenfunktionen für die Räume, die können Sie auch dem Dashboard hinzufügen. Und wenn Sie einen kompletten Raum auf dem Dashboard einsehen möchten, ohne Platz zu verschwenden, dann gehen Sie hier auf das Dashboard-Symbol und dann wird der Raum als Raumbutton hinzugefügt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Hier sehen Sie dann in ausgeklappter Form direkt die Gruppenfunktion von dem jeweiligen Raum und haben so platzsparend den Raum abgebildet auf Ihrem Dashboard. Um das hier noch besser strukturieren zu können, können Sie dann hier zwischen 3 verschiedenen Layouts wählen. Einmal ein ungeteiltes, hier ist das zweigeteilte Dashboard zu sehen und dann gibt es noch das dreigeteilte Dashboard. Da können Sie dann in jedem der 3 Abschnitte die Kacheln verteilen. Außerdem haben Sie auf dem Dashboard die Möglichkeit, verschiedene Web-Widgets anzubringen. Hier haben Sie ja schon gesehen, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich
nehme jetzt einfach mal eine beliebige Website und die können Sie dann mit diesem Web-Widget genauso hinzufügen an Ihr Dashboard. Des Weiteren gibt es verschiedene Gruppenfunktionen, beispielsweise eine Heizungsgruppe. Da gehen Sie dann hier weiter, wählen die entsprechende Gruppenart und müssen dann hier nur noch auswählen, welche Heizungen in der Gruppe sein sollen, beziehungsweise welche Geräte, und dann können Sie spezifische Gruppen hier auch erstellen. Außerdem ist es möglich, noch Szenen zu erstellen. Damit haben Sie dann hier einen roten Balken, auf den Sie dann die entsprechenden Geräte ziehen können. Wenn Sie dann hier auf das Häkchen gehen, können Sie für das Gerät die entsprechenden Positionen einstellen, der Szene einen Namen geben und sie, wenn gewünscht, dem Dashboard hinzufügen. Gehen wir hier auf das Häkchen und so leicht ist dann die Szene erstellt. Das gibt es ebenfalls hier in 2 Größen. Ist die Visualisierung soweit eingerichtet, kann man den Edit Mode wieder schließen. Dann wird alles gespeichert in dieser Ansicht. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und hier kann dann außerdem auch noch an jeder Kachel ein Timer eingestellt werden. Das heißt, wenn Sie morgens möchten, dass die Lichter angehen, dann klicken Sie auf das Zahnrad und hier kann dann ebenfalls auch noch ein Timer eingestellt werden und der entsprechende Wert, in den das Gerät springen soll. Das ist ganz einfach, da sind auch mehrere Timer pro Gerät möglich und diese, wenn Sie das Logikmodul später haben, werden dann genauso auch im Logikmodul angezeigt. Außerdem gibt es hier noch eine Gewerkeübersicht. Hier sehen Sie alle Lichter im Gebäude, alle Heizungen im Gebäude und so weiter. Und im Edit Mode können Sie sich dann diese Gruppenkacheln auch nochmal an das Dashboard pinnen, um Ihr Haus im Gesamten steuern zu können. Nun kommen wir zu den Vorteilen, die Sie mit UV haben. Mit UV haben Sie ein All-in-One-Paket aus IP-Router, Server-Visualisierung, Busmonitor und mobiler App für Tablet und Smartphone. Das heißt, Sie können sich IP-Router und Server-Hardware sparen. Das ist so schon mit dabei, wenn Sie die Panels mit UV kaufen. Außerdem ist die Visualisierung schnell aufgesetzt. Das spart Ihnen sehr viel Zeit bei der Bearbeitung der Projekte. Weiterhin haben wir bei dem Design sehr darauf geachtet, dass es hochwertig aussieht und übersichtlich ist. Dafür wurden wir auch mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Wir haben klare Strukturen und eine einfache Handhabung bei der Visualisierung beachtet. Das heißt, es ist uns wichtig gewesen, dass es nicht zu unübersichtlich wird. Wir haben nur 3 Seiten, nämlich die Gewerkeansicht, die Hausansicht und die Dashboard-Ansicht, damit möglichst einfach und schnell alle Funktionen überblickt werden können. Außerdem war uns wichtig, dass auch Laien gut mit der Visualisierung zurechtkommen und daher haben wir sehr auf eine einfache Handhabung hier geachtet. Dadurch ergibt sich dann eben die intuitive Bedienung der Visualisierung. Außerdem ergibt sich dadurch dann noch eine zusätzliche Freiheit für den Nutzer, nämlich dass er die Visualisierung auch selbst noch anpassen kann, nachdem sie eingerichtet wurde und Sie sich dadurch zusätzliche Anrufe wegen Kleinigkeiten ersparen. Das, denke ich, ist ein Vorteil für beide Seiten. Der Nutzer möchte ja auch zum Teil ein bisschen unabhängig agieren mit seiner Visualisierung. Und wer jeden Tag mit einer Visualisierung zurechtkommen muss, der möchte sicherlich nach ein paar Wochen vielleicht doch noch kleinere Anpassungen selber durchführen können. Dann bedanke ich mich, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Im nächsten Video wird es darum gehen, wie der ETS-Import durchgeführt wird. Das heißt, worauf Sie achten müssen in der ETS, damit der Import reibungslos funktioniert. Und im dritten Video geht es dann wirklich ans Eingemachte und wie die Visualisierung dann letztlich für den Kunden aufgesetzt wird. Dann hoffe ich, sehe ich Sie im nächsten Video und bis zum nächsten Mal.